Der Historiker Yuval Noah Harari aus Israel kann wohl zu den einflussreichsten Intellektuellen der westlichen Zivilisationen gezählt werden. Während er in einem Vortrag ironischerweise darüber doziert, wie man sich vor Junk-Informationen schützen kann, trägt er andernorts durch sachlich unqualifizierte Behauptungen zur Schürung von Missverständnissen und Ängsten in Bezug auf die Entwicklungsmöglichkeiten der sogenannten künstlichen Intelligenz bei. Mit der künstlichen Intelligenz, so Harari, habe die Menschheit erstmalig eine Technologie erschlossen, welche in der Lage sei, autonome Entscheidungen zu treffen und zu handeln. Vor diesem Hintergrund sei absehbar, dass die KI die Menschheit in einem Zeitraum von etwa 30 Jahren unterwerfen werde. Seine sachlich vollkommen absurden Prognosen zeigen, dass Harari das Prinzip digitaler Automaten nicht ansatzweise verstanden hat. Ein digitaler Automat bleibt ein digitaler Automat auch dann, wenn er durch anthropomorphisierende Metaphern beschrieben wird. Eine sogenannte KI ist ein digitaler Automat, ein Algorithmus wie jeder andere. Es gibt keinen prinzipiellen Unterschied zu Automaten, die nicht unter dem Begriff künstliche Intelligenz vermarktet werden. Ein Algorithmus bzw. ein digitaler Automat ist im Prinzip nichts weiter als eine sehr große Tabelle, in welcher verzeichnet ist, was bei einer bestimmten Eingabe auszugeben ist. Jeder Algorithmus trifft in einem gewissen Sinne Entscheidungen. In Abhängigkeit von Eingabe und Zustand verzweigt das Programm auf vorherbestimmte Weise und vollzieht in einem gewissen Sinne Handlungen, indem es etwas ausgibt. Bei der sogenannten KI handelt es sich um digitale Automaten bzw. Algorithmen, welche definitionsgemäß den Zweck haben, menschliches Verhalten vorzutäuschen. Siehe hierzu auch die 2. Ausgabe des Wahrer Weser Podcast. KI-Programme implementieren bestimmte mathematische Modelle der animalischen Kopplung bzw. Konditionierung. Sprachprogramme wie das populäre ChatGPT sind vergleichbar etwa mit Papageien, die auf bestimmte Reize mit bestimmten Lautfolgen reagieren, weil sie für entsprechendes Verhalten mit Keksen belohnt worden sind. Leider haben Denker wie etwa der atheistisch-materialistische Philosoph Daniel Dennett aus den USA die Vorstellung popularisiert, dass es sich umgekehrt bei lebenden Organismen im Prinzip um sehr komplexe digitale Automaten handle. Diese Vorstellung zeigt, dass ihre Vertreter den Kontakt zur sinnlich wahrnehmbaren Natur und der ihr zugrunde liegenden Wirklichkeit verloren haben. In der Natur gibt es keine Maschinen und damit insbesondere keine digitalen Automaten. Diesen einfachen Tatbestand vermag jeder, ungeachtet seines Bildungsgrads, vermöge seiner körperlichen Sinne zu überprüfen. Maschinen sind menschliche Artefakte. Demnach können lebende Organismen keine Maschinen und insbesondere keine digitalen Systeme sein. Dennoch ist die Idee, dass die sogenannte KI die Menschheit versklaven könnte, nicht gänzlich von der Hand zu weisen. Allerdings auf eine andere Weise und aus anderen Gründen. In der Natur geht alles den Weg des geringsten Widerstands. Dieses fundamentale Prinzip der natürlichen Ökonomie leiten wir in unserem Buch Wahrhaftig in die Wirklichkeit sowie in unserem Kurs Grundlagen der Wirklichkeit für jedermann nachvollziehbar her. Aus diesem Prinzip folgt, dass jedwede Fähigkeit, die nicht genutzt wird, sich zurückbildet. Pädagogen ist bekannt, dass etwa die Nutzung von Taschenrechnern für das Lösen einfacher Rechenaufgaben eine Zurückbildung des Kopfrechenvermögens nach sich zieht. KI-Programme sind im Prinzip komplexere Taschenrechner. Wenn etwa für Schreib- und Recherchearbeiten auf KI-Werkzeuge zurückgegriffen wird, bilden sich entsprechende Kompetenzen seitens der Nutzer zurück bzw. gar nicht erst heraus. Der Nutzer wird infolgedessen zunehmend abhängig von diesen Werkzeugen und muss nun dafür Sorge tragen, dass diese Maschinen erhalten bleiben. In diesem Sinne könnte man durchaus davon sprechen, dass der Mensch zum Sklaven der Maschine wird. Der Mensch versklavt sich dabei allerdings selbst. Wir schließen nicht aus, dass wir Harari missverstehen und er eigentlich etwas gänzlich anderes meinen könnte. Gerne sind wir zu einem Austausch bereit. Wir sind betroffen darüber, dass weder im gesellschaftlichen Mainstream noch in der angeblich alternativen Szene eine offene Diskurskultur gelebt wird.
Vor allem aber nicht ausschließlich in letzterer werden Persönlichkeiten von ihren Anhängern unkritisch als Autoritäten wahrgenommen oder andernfalls durch Verunglimpfung unter der Gürtellinie verschmäht. Beachte hierzu auch den in vergangenen Beiträgen unsererseits behandelten spirituellen Lehrer Alexander Vagant. Weder letzterer noch Harari verfügt über die fachliche Kompetenz, um eine Entwicklung wie die sogenannte KI angemessen beurteilen zu können. Es scheint, dass in beiden Fällen ein Status als etablierte Autorität unbewusst instrumentalisiert wird und infolgedessen populäre Ängste geschürt werden. Bei der Frage der Möglichkeiten und Gefahren in Verbindung mit der Weiterentwicklung und Verbreitung der sogenannten KI neigen auch Entwickler in diesem Fachbereich in öffentlichen Statements immer wieder zu Fehleinschätzungen. Dies ist dadurch bedingt, dass viele Entwickler zwar programmieren können, allerdings die mathematischen Grundlagen digitaler Systeme nicht verstehen. Als ehemaliger Spitzenforscher im Bereich der mathematischen Grundlagen der künstlichen Intelligenz fühle ich mich vor diesem Hintergrund berufen, über die tatsächlichen Zusammenhänge aufzuklären und somit zur Entspannung verbreiteter Ängste, zur Relativierung unrealistischer Vorstellungen, was das Potenzial der sogenannten KI betrifft, und letzten Endes zu einer adäquaten, dem Menschen dienenden Nutzung dieser Technologien beizutragen.